Herrn Bürgermeister Karl Moser. Wie Sie sehen, haben wir auch vom ORF jemanden hier. Es wird der Beitrag morgen voraussichtlich zu Mittag ausgestrahlt und um 19 Uhr ebenfalls. Sie sehen hier vor sich 80.000, genau 85.206 Dominosteine. Wir haben diese innerhalb der letzten 4 Tage, also seit Mittwoch, aufgebaut. Und ich möchte jetzt einen kräftigen Applaus für alle Aufbauer. An der Zahl waren es insgesamt 45. Wir hatten Helfer aus ganz Niederösterreich, sogar aus Wien. Wir hatten Helfer aus dem Gymnasium Wiesenburg, Gymnasium Tulln. Wir hatten Leute aus der Schweiz da, unseren Technikmeister Matthias Heinzelmann. Und auch aus Deutschland haben wir einen bei uns, der hier oben unter dem Publikum bei der Kamera steht. Herr Sascha Witzewski! Deinen Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Tut mir leid. Natürlich darf ich mich auch bei unseren Professoren herzlich bedanken und allen anderen, die mitgeholfen haben, um diesen Event heute möglich zu machen. Wie ich schon sagte, wir brauchten 4 Tage lang alleine hier in diesem Kurs auf. Doch die Vorbereitungszeit betrug über einen Monat. Also es waren 1,5 Monate intensiv der Planung. Die ganzen Felder wurden am Computer erstellt, in Tabellen übertragen, die ganzen Kämme ausgearbeitet. Also es ist nicht zu unterschätzen, was das für ein Aufwand ist. Ja. Jetzt kommt ein kleiner Film mit Ausschnitten vom Aufbau. Bitte Film ab. Und da ist ja auch etwas cool mit Größen. Wie war das nicht? Nicht gut ausschauen, nochmal reinschauen. Auftreten, Gut, sobald die Wand gehoben ist, bitte ich Sie Sie können sich jetzt verteilen.
Wasser. Und einer unserer Sponsorenvertreter, der Kurt Moser von der Raiffeisen Regionalregion weg, Entschuldigung, dann ist es wird den Staat, wird die erste Stelle erhöhen. Weiter geht es hier zu unserem Projekt, unsere Energie für eine gute Zukunft, für diese Geldweislinie weiter zur Freiwilligkeit. Dann kommen wir zu unseren Sponsorgeldern. Hier haben wir von Heidelberg und von EEG Energie. Von der Energie weiter zu unserem Energiebetrieb. Wir haben hinten eine große Rolle mit Mitgliedern. Sie werden nach dem Schriftfeld und nach der Wolke, die man nachher noch sehen wird, fallen. Nachdem die Wolke alt ist, startet unsere Challenge. Was ist unsere Challenge? Also, wir haben hier hinten in dem ganzen Holzkasten 2 Lampen. Sobald diese Lampen auf grün umspringen, werden die Aufbauer, die ich nur verkünden werde, und das sind Birgit Müller und Christian Gertrud, die bitte ich dann gleich zu mir, werden beginnen, diesen Meter hier der stromverwendeten Strecke auszufüllen. Bitte, die Aufbau ist noch zu mir. Gut. Wir machen jetzt noch einen Streckenverlauf. Also, wenn diese Challenge geschafft wird, geht hier diese Schranke auf und das Biomassefeld mit weiteren 5000 Steinen fällt. Falls nicht, geht es danach im Anschluss gleich weiter mit unserer Sonnenenergie. Hier fällt als erstes der Schriftzug. Nach dem Schriftzug kommt unsere Sonne. Und falls sich schon jemand gefragt hat, was das Blaue hier sein soll, es sind Solarzellen. Von den Solarzellen geht es dann weiter nach vorne zu unserer Wasserenergie. Da fallen zuerst die Speedwalls, also die fallen wirklich sehr schnell. Und weiter geht es dann zu unserer Turbine und zur Fallwall mit der Aufschrift Wasserkraft. Als letztes und als größtes Projekt kommt dann unser Abschlussfeld mit 10.000 Steinen. Nun darf ich Sie noch etwas Geduld und etwas Ruhe bitten. Es werden die letzten Sperren eingebaut und die Kameras in Position gebracht. Gut, wenn wir jetzt schon mal Zeit haben, machen wir die Sicherheitsregeln auch gleich. Es sollten alle Handys auf lautlos gestellt sein. Fotografiert wird außer von Herrn Professor Hoffmann bis jetzt, also ab jetzt ohne Blitz, kein Blitz mehr. Und nun bitte ich euch, nun kommen noch von unseren Sponsoren, von Herrn Bürgermeister, kurze Reden, nennen wir es so. Bitte schön. Meine geschätzten Damen und Herren, für uns als regionales Unternehmen ist es immer wieder eine Selbstverständlichkeit, solche Veranstaltungen zu unterstützen. So sind wir auch gleich auf den Zug aufgesprungen, als wir vom Direktor Zechner kontaktiert wurden, diesen Domino-Team heute zu unterstützen. Es freut mich, dass ich den Anstoß dazu geben darf und ich wünsche allen, die daran mitgearbeitet haben, dass dieses Projekt heute gelingt und ja, wünsche uns, dass hier ein interessantes Schauspiel über die Bühne geht. Dankeschön.
ist eine tolle Bewunderung an die jungen Damen und Herren von der Schule, die das alles geschafft haben, so ganz einfach in einer Ruhe aufzubauen. Ich habe mehrmals vorbeigeschaut. Man traut sich eigentlich gar nicht da irgendwo auf der Seite vorbeigehen, aber es ist wirklich sehr, sehr mutig und vor allem muss man wirklich sagen, wenn man das angeschaut, es ist bei jedem dieses Logos eine Computerberechnung dahinter, alles genau geplant, auf dem Stein genau, die man sagt, okay, ich würde bei allen den jungen Herren natürlich und den Damen, die da mitgeholfen haben, euch kann man wirklich noch mehr sagen. Das ist ganz, ganz toll. Veranstaltung hat einen besonderen Zweck, nämlich der Reinerlös dient dazu, ein Waisenheim in der Ukraine zu unterstützen, dass wenn die Jugend schon lernt, den Schwächeren etwas zu geben, anderen, die es nicht so leicht haben, da glaube ich, ist ein ganz, ganz großer, wohltätiger Zweck dahinter und glaube ich, da dürfen wir wirklich in Ehrfurcht uns von der Jugend verneigen und eine Anerkennung aussprechen, dass ihr für das Waisenhaus in der Ukraine den Reingewinn spendet. Daher darf ich einladen, vielleicht auch im Anschluss das eine oder andere noch auch zu spenden, um eben dieses Projekt zu unterstützen, damit es wirklich auch gelingen möge. In diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen und natürlich die Spannung steigt bis zum Höhepunkt, dass dann letztendlich sozusagen der Ankick gegeben wird. Danke fürs Kommen und noch einen schönen Abend. Gut, bevor wir nun den Countdown beginnen, möchte ich Sie noch bitten, nachdem alles gefallen ist, indem es irgendwie möglich ist, helfen Sie noch mit, bitte beim Zusammenräumen. Wenn wir genug Leute haben, dann geht das innerhalb einer halben Stunde, keine Ahnung, ich habe das noch nie weggeräumt, aber es geht relativ schnell. Also wenn es irgendwie möglich ist, einfach beim Checkball bitte noch helfen. Wir sperren zu, dass keiner rauskommt. Zum Countdown? Wie läuft's? Also so wie wir es immer gemacht haben, die letzten Jahre, wo wir schon solche Events gehabt haben, zählen wir alle gemeinsam von 10 auf 0 einen Countdown und dann wird das Wasser in Bewegung gesetzt und der erste Stein angestoßen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo!
Das heißt nicht, dass jeder Stein einzeln gezählt werden muss, der umgefallen ist. Man weiß circa bei jedem Feld, wie viele Steine drinnen sind und es werden nur die gezählt, die nicht gefallen sind. Ich möchte die Zeit nun etwas nutzen und auch jemanden, der was für unser Projekt sehr wichtig war, etwas zitieren. Herr Professor Hackel, Sie waren eigentlich bei der Geburtsstunde für dieses Projekt dabei. Erzählen Sie mal, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Es war eigentlich ein spontan Ereignis. Ich habe Internatsdienst gehabt und ich habe im Zimmer von Marcel 2 Urkunden gesehen, wo er seinen Weltrekord ausgestellt hat. Er hat mit seinem Cousin gemeinsam in Deutschland 2 Weltrekorde mit Dominos Fallen aufgestellt. Und zwar war das die größte Pyramide und die längste Wand, die jeweils gemacht wurde. Und der Marcel hat dann gemeint, dass er sich vorstellen könnte, auch hier bei uns an der Schule so etwas zu organisieren, gemeinsam mit seinem Team. Und erfreulicherweise haben sich die jungen Leute weitergewehrt, das hier bei uns zu veranstalten. Und daraus ist dann ein Gemeinschaftsprojekt von der ALOW mit der Hauptschule, mit diesen Schülern entstanden. Und genau deswegen sind wir heute hier und deswegen gibt es diese Veranstaltung. Und ich finde es einfach, ich war 2 Tage oder 2,5 Tage dabei. Und ich kann einfach nur sagen, die jungen Leute sind sowas von cool in meinen Augen. Sie machen das sowas Tolles. Sie haben mir gezeigt, wie man in einem Team so super zusammenarbeiten kann. Und ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs. Okay, da müssen wir was machen, wir wissen sie. Okay, das ist die Zahl. Das ist die Zahl. Gut, die endgültige Zahl steht noch fest. Oder
Die untere. Gut, los schließe jetzt nicht fest. Die endgültige Zahl der umgefallenen Steine liegt bei 83.615 Euro. Gut, nun werden die restlichen Steine, die noch stehen geblieben sind, von den Aufbauern umgestoßen und im Anschluss sind wir sie beim Zusammenräumen zu helfen. Falls sie nicht zusammenräumen, sollten sie zumindest etwas in die Spendenbox werfen. Geht schon, macht es. Passt.